Hallo und herzlich willkommen zu den digitalen Quicktipps. Mein Name ist Arno Burger und heute geht es um Einstellungen, die dir das Leben als Besprechungsorganisator erleichtern. Dieses Video baut auf dem Grundlagenvideo, das ich euch in der Infokarte verlinkt habe. Wenn ihr eine neue Besprechung anlegt, dann gibt es 3 Standardeinstellungen hier in den Antwortoptionen, nämlich Bitte um Antwort. Das heißt, der andere hat die Möglichkeit zuzusagen oder abzusagen, die Möglichkeit, Vorschläge für Besprechungszeitänderungen zuzulassen und die Weiterleitung zuzulassen. Ihr könnt das hier individuell ausschalten und diesen Eintrag, Vorschläge für Besprechungszeitänderungen zulassen, könnt ihr grundsätzlich ausschalten. Und zwar macht ihr das über Datei Optionen, Kalender, und dann gibt es hier unter den Kalenderoptionen den Eintrag Teilnehmer dürfen andere Besprechungszeiten vorschlagen. Und den schalte ich aus, bestätige mit OK. Wenn ich jetzt die neue Besprechung aufrufe, dann fehlt dieses Häkchen. Die anderen beiden kann man so nicht ausschalten. Die zweite Art von Einstellung bezieht sich darauf, wie Outlook mit eingehenden Besprechungszusagen und Absagen umgehen soll. Und das findet ihr unter Datei Optionen. Jetzt allerdings nicht beim Kalender, sondern bei den E-Mails. Und dort im Bereich der Verlaufsinformationen, zum Verlauf hatte ich auch schon mal ein paar Videos gemacht, die Verlaufsinformationen findet ihr hier. Und interessant ist hier Antworten auf Besprechungsanfragen, ihr seid ja der Organisator, automatisch bearbeiten und Verlaufsinformationen aktualisieren und dann Antworten ohne Kommentare löschen. Das heißt, wenn ihr eine Zusage oder eine Absage habt und derjenige hat nichts dazu geschrieben, dann würdet ihr die gar nicht im Posteingang sehen, sondern die verschwindet direkt in den gelöschten Objekten oder Elementen, weil das hier dann noch eingestellt ist. Also bei diesen 3 Einstellungen gemeinsam führt es dazu, dass ihr die Zu- und Absagen im Posteingang gar nicht seht, sondern sie dann nur in der Nachverfolgung in der Besprechung seht. Nochmal zur Erinnerung, das war in der Besprechung hier die Nachverfolgung und hier dann die Information, dass derjenige zugesagt hat. Ja, ich hoffe, euch hilft es weiter, macht euch eure Besprechungseinladungen leichter. Wenn es euch gefallen hat, hinterlasst mir gerne einen Daumen hoch oder abonniert auch den Kanal. Vielen Dank fürs Zuschauen, viel Spaß beim Ausprobieren und bis zum nächsten Video. Ciao, euer Arno.